Also grundsätzlich gilt es, Übergänge zu begleiten. Das heißt, nicht wie in der Musik im Staccato von einem zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, sondern tatsächlich zu gucken, den Bogen zu finden, eine Brücke mit den Kindern zu gehen, sie zu begleiten, sanft und geschmeidig, wie das Wasser so fließt, von einem Moment zum nächsten. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo, schön, dass du heute wieder da bist, hier im Podcast Loslassen und gemeinsam wachsen. Ich habe heute eine coole Frage meiner Teilnehmerin aus Gemeinsam wachsen, meinem Mentoring-Programm für dich dabei. Und zwar ist es so eine, die ich auch schon unglaublich oft als Mama in meinem Alltag erlebt habe. Diese Situation, wo wir los müssen. Da ist die Schule, die anfängt, der Kindergarten, der startet, der Termin, der berufliche Termin, der Arzttermin, whatever. Da ist einfach jetzt plötzlich der Druck da, dass es Zeit ist, loszukommen. Und dein Kind spielt seelenruhig. Es kommt gerade eben nicht los. Es ist noch voll vertieft ins Spiel. Jetzt die entscheidende Frage: Wie kann es dir gelingen, loszukommen und einen sanften Übergang zu schaffen vom Spiel hin zum Auto oder zum Fahrrad, wo auch immer hin, so dass es für euch beide passt. Ohne Anschreien, ohne wütend werden, ohne Verzweiflung und Hilflosigkeit. Das ganze Paket dazu, das ist natürlich gemeinsam wachsen, nämlich diese Situationen zu verstehen, gewaltfreie Konfliktlösung zu machen, die richtigen Worte zu wählen. Nichtsdestotrotz erfährst du in dieser Episode schon, wie es wichtig ist und warum es wichtig ist, Übergänge zu gestalten, eben sanft von einem zum nächsten überzugehen, statt staccato-mäßig zack, zack, zack die Dinge abzubrechen und liegen zu lassen. Wie das geht, was du da heute alles erfährst, das zeige ich dir jetzt in meiner Antwort auf diese Frage. Wie gewohnt lese ich dir erstmal konkret die Frage meiner Teilnehmerin vor und wünsche dir dann ganz viel Spaß beim Zuhören, beim Mitdenken und bei allen Aha-Momenten, die du da vielleicht so hast. Viel Freude beim Podcast! Mein Älterer, der ist 6,5, hat mir erst gestern wieder gezeigt, dass ich nicht weiter weiß, zum Beispiel in folgender Situation. Wir waren beim Nachbarn, er hat mit seinem Freund draußen gespielt und ich war mit dem Kleinen, der ist 16 Monate alt, drinnen am Plaudern, als ich gemerkt habe, dass wir die Zeit übersehen haben. Wir haben also alles eingepackt und beim Anziehen treffen wir die Jungs und ich sage: Moritz, wir haben die Zeit übersehen, wir gehen heim. Er plärt los, schmeißt sich auf den Boden und dreht um sich. Wie reagiert man in dieser Situation? Oft, wenn er zum Beispiel beim Spielen unterbrochen wird, ergänzt dann auch noch die Anna, ist das auch so. Dass ich das Wort muss aus meinem Wortschatz verbannen soll, weiß ich schon, aber irgendwann gehen einem die Ideen aus. So, liebe Anna, genau, du bekommst dann auch schon die ersten Tipps von der Maria, nämlich hier geht es um verschiedene Aspekte. Es geht einmal um Übergänge, also Übergänge begleiten. Ein Übergang haben Kinder und wir Erwachsene auch Tag ein, Tag aus. Das heißt, immer wenn ich in einer Aktion bin und bin vertieft in diese Aktion, bei den Kindern ist es immer das Spielen. Kinder sind vertieft ins Spielen und in das Miteinander und in das Entdecken und Forschen und Leben. Ja? Spielen ist immer ein Synonym für Arbeiten und Lernen und Wachsen, Forschen, Entdecken. Wenn Kinder spielen und sind da so vertieft und dann kommen die Eltern und sagen: So, jetzt gehen wir, dann ist es natürlich, dass sie innerhalb von einer Sekunde aus ihrem Spiel herausgerissen werden. Und das macht sie wütend. Also grundsätzlich gilt es, Übergänge zu begleiten. Das heißt, nicht wie in der Musik im Staccato von einem zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, sondern tatsächlich zu gucken, den Bogen zu finden, eine Brücke mit den Kindern zu gehen,
sie zu begleiten, sanft und geschmeidig, wie das Wasser so fließt, von einem Moment zum nächsten. In deiner Situation ist es so, dass du schreibst und das ja auch dann danach kommentierst, du hattest die Zeit vergessen. Das heißt tatsächlich, oh mein Gott, ja, ich bin total drüber hinweggekommen, jetzt haben wir es eilig, wir müssen jetzt sofort los. Was kannst du da tun? Genau deswegen bist du hier, Anna. Da geht es einfach im Prinzip einfach nur um die Formulierung, nämlich zu deinem Sohn hinzugehen und ihm die Situation zu erklären. Respektvoller Umgang, wenn er im Spiel vertieft ist, gilt für alle, ist immer sinnvoll, zum Kind zu gehen, das Kind zu berühren und zu fragen, kann ich dir was erzählen? Hast du gerade Zeit für mich? Ja, schenkst du mir deine Aufmerksamkeit? Das machen wir nicht in der Regel, weil wir das noch nie vorher so erlebt haben. Es ist aber sehr respektvoll. Ja, also es ist wirklich, wenn wir das wiederholen, machen das Kinder auch und unterbrechen einen dann nicht mehr so oft. Das kommt später dann auch nochmal. Also respektvoller Umgang heißt, ich gehe zu einem Kind und sage, berühr's. Das ist wichtig, die Berührung, weil Kinder sind vertieft in ihrem Spiel und wenn sie berührt werden, dann merken sie, dass da was ist. Ja, der Klassiker auch, komm, ich mache gleich das nächste Thema auf. Wir schreien die Kinder zum Essen, wir schreien, sie sollen sich jetzt anziehen und sie sind vertieft und reagieren nicht. Die Eltern schreien, wiederholen 3, 4, 5, 10 Mal, sind total sauer, dass das Kind nicht reagiert. Das Kind reagiert nicht, weil es in seinem Spiel vertieft ist, weil es vielleicht gerade ein Flow-Erlebnis hat und kann gar nicht anders reagieren, als im Spiel zu bleiben und versteht dann gar nicht, wenn es dann ad hoc die Mama dann mit rotem Kopf daneben steht und wütet, was es eigentlich falsch gemacht hat. Also zum Kind hingehen, berühren. Erster Schritt. Und dann sagen, was authentisch passiert ist. Nämlich, authentisch ist passiert, ich habe die Zeit vergessen. Wir haben dies und jenes noch vor, das und jenes ist in meinem Kopf. Und dann nächster Schritt, in das Kind einfühlen. Das ist der Bereich des aktiven Zuhörens. Da geht es, das stelle ich vor, in Modul 7, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, wo wir auf Kinderprobleme eingehen und was du auch im Eltern-Kind-Konflikt brauchst. Aktives empathisches Zuhören heißt, du fühlst dich in dein Kind ein und verbalisierst das. Also du machst eine Annahme. Du fühlst dich ein in deinen Sohn, 6,5, der spielt gerade und dann sagst du, das, was dich bewegt, das, was du brauchst, dein Bedürfnis, nämlich, wow, wir müssen jetzt losgehen oder ich will jetzt losgehen. Du kannst es müssen tatsächlich auch da aus diesem Wortschatz verbannen in kleinen Schritten. Und sagst dann eben, jetzt spielst du, bist so vertieft in deinem Spiel und jetzt komme ich, das ist doch echt ärgerlich. Ja, so fühlt sich doch dein Sohn in dem Moment. Und in dem Moment, wo er sich verstanden fühlt, ist so viel schon geschehen. Also dieser Schritt, das Kind, dass es das Gefühl hat, die Mama hat mich verstanden, da ist schon so ein großer, 90% des Konflikts ist damit schon wirklich gut in Gange, also in die Lösung des Konflikts. Der nächste Schritt ist dann eben eine Lösung zu finden. Was ist jetzt die gute Lösung? Ja? Was könnt ihr jetzt tun? Und da kannst du deinen Sohn aktiv mit in die Lösungsfindung einbeziehen. Eltern-Kind-Konflikt, Modul 8. Und sagen, was können wir jetzt machen? Du willst wahrscheinlich noch hier spielen, oder? Und dann hörst du schon, was er sagt. Und dann kannst du sagen, pass auf, und ich würde jetzt fahren. Wie kriegen wir das jetzt zusammen hin? Und dann ist eben die Möglichkeit da, dass er statt er plärt, schmeißt sich auf den Boden und tritt um sich, die Möglichkeit hat, seine Wut da rauszulassen, aber gleichzeitig vielleicht sieht, oh, es gibt ja doch noch Möglichkeiten. Zum Beispiel, was dann passiert ist, die Nachbarin. Ja, die Nachbarin hat euch gerettet. Die Nachbarin hat dann gesagt, kommt, ich gehe noch mit. Das heißt, die beiden Jungs konnten noch spielend, das war die Brücke, ja, die konnten noch spielend nach Hause in ihrer Welt bleiben. Genau das war eine Brücke. Ja, statt eben Staccato, Stopp und jetzt fangen wir was Neues an, habt ihr im Prinzip durch die Nachbarin in dieser Situation einen geschmeidigen Übergang gefunden. Und das ist tatsächlich die Art und Weise, wie Übergänge begleiten funktioniert. Ja, das ist Training. Also das ist wirklich, deswegen bist du auch da, Anna. Im Prinzip ist es dieses Herausfinden, was für eine Situation ist das Lernen in das Kind sich hineinzuversetzen und das zu kommunizieren. Da empfehle ich wirklich unbedingt, die Videos mal noch anzugucken und einfach diese Situationen zu üben. Das Schwierige ist das empathische Einfühlen, die Worte dafür zu finden, aber es ist wirklich einmal verstanden. Ich weiß das, ihr Lieben. Einmal, wenn ihr das verstanden habt, ist das nicht mehr wegzudenken und dann geht es nur noch um die Umsetzung.
Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam wachsen, meinem 12-wöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de/gemeinsam-wachsen-Warteliste. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.